Weinsberg und Kastenwagen. Ja, das passt zusammen und wir sind heute mit dem Stefan zusammen, der Produktmanager von Weinsberg. Hallo Stefan. Hi, grüß dich. Ja, das ist ein tolles Auto, großes Aufbaudach obendrauf. Basis ist ein Fiat Ducato. Der ist in allen Medien, hast du gesagt. Ja, das ist unser 600 MQH, unser Hochdachauto. Es ist ein Fahrzeug, wo für Familien passt. Also sprich, ich habe 4 feste Betten drin. Wir haben ein spezielles Schiebehubbett im Bug. Ein Schiebehubbett, das werden wir uns gleich mal anschauen. Das mal von innen anschauen. Ja. Mein von außen Grundfahrgestell ist ein Fiat Ducato. Ja. Bei uns gibt es natürlich in allen Motorvarianten, seit letztem Jahr ja auch mit einem vollwertigen Wandlerautomatikgetriebe. Das 9-Gang ZF, was zufälligerweise aus Saarbrücken kommt, ja, das ist so. Ja, interessant ist die Form. Also seit Volkswagen, also ich sage das jetzt mal so, die bauen ja selber so ein Fahrzeug, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ungeschlagen, oder bei Weinsberg? Genau, richtig. Das ist der wesentliche Vorteil von Weinsberg. Erstens mal mag ich behaupten, wir haben das schickere Dach. Ja, könnte sein. Ich weiß noch nicht, war noch nicht drin, Aber das schauen wir uns noch genauer an. Auf jeden Fall in unserem Dach vom Design her ein bisschen Linienkante drin. das ist modern, gell? Die Das Kanten. ist modern. Wir haben auch vorne ein schönes Panoramadach mit drin, große Dachfenster, seitlich noch mehr extra Fenster, optional Heckfenster. Also das kann der Kunde sich zusammenstellen, wie er es gern haben will. Jetzt mal eine Frage, ihr macht ja auch entsprechende Analysen. Gibt es da Familien, die ihr normales Auto abschaffen, nur noch im Prinzip einen solchen holen? Es gibt Familien, wo der Zweitwagen wegfällt, die den durch ein kompaktes Fahrzeug, ich meine, der ist 5,99 Meter lang. Ich sage jetzt mal, ein Q7 hat selbe Maß. Ich kann mit Ehrlich, der hat 5,99. ja, so Plus, über den minus. Daumen plus minus. Aber so mal ganz grob gesagt, funktioniert das natürlich mit einem 6 Meter Fahrzeug auch, dass man da mal in die Arbeit mitfahren kann. Ja, ihr macht ja Tests, ihr fahrt ja voll mit den Autos rum. Steht ihr da auch schon mal auf Stellplätzen mit so Prototypen? Sicher. Und Und- wir und- leben das. Und was sagen die Leute? Das stellt ja schon was dar, oder hier? Ja, der macht schon richtig was her. Von der Größe her ist auffällig. Das Geile ist halt, er ist eben noch unter 6 Meter, aber ein vollwertiges 4-Personen-Auto. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich zeig's mal gerade. Hier oben ist so eine Kleinigkeit, eine Magnetklappenfunktion. Habt nur ihr die oder gibt es die überall? Nee, die gibt es nicht überall. Das sind halt so Sachen, wo wir eben Wert drauf legen aus der Praxis raus, weil jeder, der mal Toilettenkassette wechselt, der weiß, in der Regel fällt einem das Ding auf die Pfoten. Und so kann ich einfach die Klappe oben magnetisch hängen lassen, ziehe die Kassette raus und alles ist ganz easy von der Bedienung her. Ja, so ein ganz kleines Fenster. Dahinter ist was? Das ist die Nasszellenfenster von außen jetzt. Das heißt, man könnte eventuell das Duschding rausholen als Außendusche? Ich frage mal so ketzerig. Aber es würde gehen von innen. Ja, wir schauen dann von innen rein. Okay, super, das machen wir gleich mal. Ja, hier ist der Landstromanschluss. Der ist an der richtigen Stelle. Anschluss hier unten, dann der Hahn für Schmutzwassertank zum Ablassen. Links daneben ist der Ausströmer von der Heizung. Gas. Gas, alternativ auch Diesel, jeder Kunde wie er es haben will. Ja, hier vorne ist so eine ganz kleine Besonderheit, die ist, glaube ich, Pflicht. Das Fenster muss zu sein, wenn die Heizung läuft. Genau, das ist richtig. Ich meine, es macht dann nicht viel zu Sinn, Fenster aufreißen und heizen gleichzeitig ist ja relativ sinnfrei. Plus die Abgase, die dann vielleicht ins Fahrzeug... Naja. Die können eben nicht reingelangen, dafür ist der kleine Schalter, wo gerade drauf gefilmt worden ist. Also wir zeigen es mal gerade. Ihr seid zufrieden mit Ducato? Wir sind zufrieden, ja. Ich meine, es ist 80% in der Reisemobilbranche, fährt Fiat Ducato. Servicenetz ist unglaublich. Gigantisch. Ich kriege in ganz Europa meinen Service für die Fahrzeuge. Warte mal, ich gucke mal gerade von hier unten da hoch. Das ist die Raumhöhe. Das ist Raumgefühl in dem Fahrzeug. Das ist ja krass. Ja. Ich würde sagen, wir fangen aber mal unten an. Ja, bitte. Selbst wenn ich hier unten drunter schaue, unterm Bett, habe ich 930 Liter Stauraum in dem Fahrzeug. Auch wenn das Bett unten ist, dann habe ich natürlich Klappfunktion drin für das Bett. Ich kann die Zwischenwand rausziehen. Ich kann auch mal das wirklich im Alltag als Transporter nehmen. Man ist nicht das ganze Jahr im Urlaub. Ich kann meinen Wertstoffhof fahren. Ich kann zu ja gut, Ikea, da wird es hier wahrscheinlich nicht sagen, aber mal zum Möbelhaus fahren, meine Möbel holen. Und dafür ist das Ding... Du darfst Ikea sagen, da fahren ja viele hin und die haben auch mittlerweile Parkplätze für solche Fahrzeuge. Die haben sogar Stellplätze dabei bei Ikea mittlerweile. Genau, mit Anhängern, allen drum und dran. Ja, was mir aufgefallen ist bei Weinsberg, es klappert immer weniger. Also ihr legt unglaublich Wert auf Möbelbau. Richtig, wir haben eine riesen Schreinerei bei uns. Das sind alles Möbel in Vollkorpusbauweise gebaut, mit Dübeltechnik verbunden. Wir haben unten drunter, wo jetzt die LED-Leisten drin sind, ein spezielles Schienensystem, wo auch die Last von den Schränken aufnehmen können.
Ansonsten selber, es ist ein Korpus. Wir haben eine geschlossene Rückwand in den Schränken, wie man es daheim auch gewohnt ist. Also nichts Blech dahinter. Nee, das gibt es ja viele Hersteller. Wenn ich da die Klappe aufmache, dann schaue ich an die Außenwand. Das ist bei uns nicht. Wir haben geschlossene Rückwand, dahinter richtig Isolation. Alle Fahrzeuge bei Weinsberg sind winterfest, nicht bloß wintertauglich. Wenn du mich mal kurz aufklärst, der Unterschied zwischen tauglich und fest. Ungefähr. Wintertauglich ist, sage ich jetzt mal, am Markt so ziemlich jeder. Der feine Unterschied ist halt beim Winterfest, da gibt es eine spezielle Norm, die einen Aufheiztest erfüllen muss. In der Norm, in einer gewissen Zeit muss das Fahrzeug von Minusgrad auf Plusgrade die Temperaturen erreichen und das erfüllt das Fahrzeug. Ah, okay, das heißt, es muss ein Mindestmaß erfüllen an Wärmeisolierung, sonst wird das gar nicht gehen. Richtig, genau. Und das ist halt bei uns, wir haben vollwertige Isolierung drin. Bei uns sind auch hinter den Möbelteilen die ganzen Kältebrücken weggemacht, die Rahmenteile verkleidet, die Außenwände mit 16 mm geschlossenporigen Schaum isoliert. Also Sachen, die man nicht sieht eigentlich, ja? Die dann So ein Fahrzeug kann jeder bauen. Drauf ankommen ist halt, oder es kommt halt einfach manchmal drauf an, was drunter ist. Man sieht es nicht, aber das ist das, was im Nachhinein den Spaß bringt bei den Fahrzeugen, dass ich halt auch mal mit so einem Ding zum Skifahren gehen kann. Ich kann mir vorstellen, wenn das ja so gut wärmeisoliert ist, dass das auch der Geräuschdämmung dient, so ein bisschen. Ist er leise? Das kommt dazu. Es ist 16 mm, du hörst sicher Außengeräusche in jedem Fahrzeug. Aber es ist natürlich was, wo das dazu kommt. Die Kälte bleibt draußen, es wird natürlich nicht so schnell warm im Fahrzeug, spielt auch eine Rolle. Und Das Schall ist ist dann ein Thema dazu. Genau, das hier ist schön gemacht mit der Kurbel. Ja, wir haben ein Plätzchen für unsere Markisenkurbel von der Außenmarkise. Dann natürlich unten drunter im Kopfbereich LED-Leseleuchten mit Touch-Funktion von der Bedienung her auch ganz einfach. Ich brauche echt bloß drauf. Dimmer auch? Ne, Dimmer sind die nicht, die sind fix. Nicht schlimm. Ich habe auch Steckdosen hier, 230 Volt habe ich hier da. Genau, ich habe einmal links 230 Volt Anschluss. Rechts oben im Ablagefach ist ein USB-Lader drin, also Anschluss, dass ich auch mein Handy da oben in der Nacht mal zum Laden rein kann. Genau an der Stelle, wo ich es brauche. Genau, ich habe ein Ablagefach über dem Kopf, wo ich dann das Tablet oder das Buch nach dem Lesen oben reinlegen kann, wo ich meine Brille ablegen kann, wo ich mein Handy drin liegen habe. Ja, und natürlich oben drin richtig große Schränke. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, die sind so leicht angeschlagen. Platz von der Größe oder von der Tiefe her auch so, dass ich da wirklich ein T-Shirt reinlegen kann. Also größer als ein DIN A4-Blatt, da gibt es halt auch viele Mitbewerber, die sind dann so flach, die Schränke, dass man halt einfach nichts mehr reinlegen kann. Ist bei uns nicht so. Dann haben wir natürlich auch Softclose-Funktion an den Schränken. Die auch tatsächlich schließt. Und oben drüber nochmal eine komplette Ablage, wo ich auch mal längere Sachen, was weiß ich jetzt, so eine Kranrolle oder so Geschichten oben reinlegen kann. Auch das kann ich nochmal als Stauraum nutzen oder ich stelle mal so ein paar... Ach so, durchgehend, sogar oben drüber? Ja, bis drüber. Auf beiden Seiten, auch das nochmal zusätzlich Ablagefläche. Mein Gott, wenn man sowas entwickelt als Produktentwickler, das ist ja wahrscheinlich Sisyphusarbeit. Das heißt, jedes Jahr kommt was Neues dazu, was man gelernt hat, oder? Ja, richtig. Ich meine, es sind viele Details in so einem Fahrzeug. Da ist auch richtig viel Herzblut von uns mit drin in den Autos. Wir nutzen die selber in der Praxis. Wir sind auch, ich sage jetzt mal bei uns im Team, Produktmanagement, alle Vollblutcamper. Echt? Und alles, was wir so aus der Praxis raus kennen, lassen wir natürlich auch in die Fahrzeuge einfließen. Sag mal, wenn du mal kurz mitkommst, ich habe eine Frage zu dem Dach. Das Dach macht ihr selber? Das machen wir selber, ja. Genau, das ist Werkstoff? Das ist ein laminiertes Dach, ist ein Laminat. Ist natürlich eine Riesenform, ist klar. Ist riesig, ja? Ja, ist ein Riesendach. Aber es ist natürlich auch das, was das Fahrzeug eben ausmacht. Das heißt, da müssen ja ganz, ganz viele Dinge funktionieren. Hier, die Markise muss perfekt sitzen, Richtig, das darf nicht wackeln. Da müssen auch extra Einlagen drunter sein, wo die Markisen befestigen werden, Verstärkung. Es darf nicht knarzen. Richtig, das ist auch doppelschalig, das Dach. Also auch das ist voll isoliert. Sprich, ich habe eine Innenschale und eine Außenschale, dazwischen Isolationsmaterial und Luftpolster. Ja, dann natürlich auch an den richtigen Stellen die Öffnung, damit das Ganze im Soundtest dann bei 130 auf der Autobahn nicht irgendwas... Ich kann mir vorstellen, ihr hattet wahrscheinlich schon Sachen, die haben gepfiffen gemacht in so Tests. Ja, aber ist jetzt hier, ist alles durch. Der Funktioniert. Ist ausgereift, der funktioniert. Ja, der ist toll. Ist es wie lange auf dem Markt? Gut, einen MQH selber gibt es schon länger. Den gibt es jetzt das zweite Jahr so in der Form. Habt ihr unglaublich viel jetzt verändert gegenüber dem Vorjahr? Was so Details? Nee, gegenüber Vorjahr ist er jetzt
wirklich nur in Details verbessert, wo man nicht sieht. Wir haben noch ein anderes Möbeldekor, eine zweite Farbe. Das ist jetzt zum Beispiel Karatur-Modell. Der ist Silber-Anthrazit geworden dieses Jahr. Also mal eine Farbe, wo kein Holzton dabei ist, sondern mal ein ganz modernes. 56, das ist ja schon eine Kampfansage gegenüber Volkswagen, muss man ganz klar sagen. Ich sag mal, in dem Bereich mit der Ausstattung liegen wir schon bei 80, 90. Nein, wir starten ja bei 45, da ist die Ausstattung dann schon mit drin. Ich kann jetzt natürlich auch noch mal 180 PS Automatik und so weiter dazu wählen. Das ist dann Kundengeschmackssache. Gut, das kann ich ja drüben auch, das ist so. Ja gut, aber da ist dann eine andere Zahl davor. Kurze Frage, Bus. Ist das meistverkaufte Moment bei euch oder ist das Teilintegrierte? Nee, in der Branche ist der Trend die letzten Jahre eigentlich schon immer mehr Richtung CUV. Ja. Und ich meine, der hat nicht umsonst mittlerweile vom Gesamtmarkt einen Anteil von knapp 50%. Nochmal. Im kompletten Reisemobilmarkt, ja. Der Bus. Der Bus, ja. Also Ja, genau. Also ich habe das nur gehört, aber es ist so, die Reisebusse, das ist ja immer so eine Entwicklung, die kommt, denn jetzt habe ich gehört, die Amerikaner wollen das jetzt alle haben, die wollen nicht mehr so groß, die wollen es klein haben mit allem drum und dran. Wo ist das Fahrzeug überall zu kriegen? In Europa komplett oder auch? wir sind komplett auf dem europäischen Markt vertreten. So, das Raumangebot innen ist ordentlich. Ich denke mal, es ist perfekt für 4 Personen maximal. Ist für 4 Personen ausgelegt, es sind auch 4 gurtgesicherte Plätze in dem Fahrzeug. Ich habe verschiedene Wahlmöglichkeiten noch für die hintere Sitzbank. Will ich jetzt eine starre Sitzbank? Da haben wir eine Lümmelfunktion auch in der Starren schon drin. Das sind so Kleinigkeiten aus der Praxis einfach, wenn man hinten sitzt, dass ich keine gerade Rückenlehne haben will. Ich kann ihn einfach vorziehen in ein paar verschiedenen Positionen, variieren. Rückenlehne kommt mit vor, ich kann bequem sitzen, auch auf Ist das Weiteste oder geht da noch mehr von der Lümmel? So. Das war das Weiteste. Ja. Aber das ist ein kleines bisschen, das macht schon wieder aus, oder? Ja, sicher. Man hockt nicht mehr so steil in den Fahrzeugen. Und wenn ich wirklich mehr Platz haben will, gerade sitzen will zum Essen, dann schiebe ich es einfach hinter und gut ist. Jetzt, der Stoff hier ist unglaublich schick. Also ich meine, da Stoffe, das ist ja auch ein mega Thema. Die Leute, das Auge isst ja so ein bisschen mit. Ihr habt hier oben Filz verwendet, so eine Art Filzoptik. Nee, das ist schon ein Stoff. Nee, das glaube ich, aber es sieht unglaublich modern aus. Ja, wir haben mittlerweile 5 verschiedene Stoffvarianten für unser Fahrzeug zur Auswahl. Also 4 Stoffvarianten, darunter 2 Active-Stoffe. Das sind spezielle Fasern verwendet, die schmutzabweisend sind, abwischbar sind. Dann haben wir eine Kunstledervariante noch im Angebot. Aber das ist dann Kundengeschmackssache, was er gern drin haben will. Das ist Automotive-Qualität, nehme ich an. Das heißt, das kann ich richtig reinigen. Genau, das hat auch richtig Scheuertouren. Und ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Die Rückwand habt ihr auch so ähnlich gemacht? Die haben wir auch mit Stoff bezogen, genauso wie die Garderobenblende. Bei uns ist auch eine Garderobenblende drin. Wir schrauben, also wenn jetzt da links... Ja, die habe ich eben schon gesehen, ja. Ja, das ist so eine Kleinigkeit, weil ich sage jetzt mal, einfacher wäre es, den Haken an die Wand zu schrauben. Das geht auch ohne Blende, aber ich sage jetzt mal, wenn er aus der Praxis kommt, dann weiß man, okay, wenn man da keine Stoffblende drunter hat und da hängt eine Jacke, während der Fahrt schrappert die ganze Zeit hin und her mit den Reißverschlüssen, so habe ich Stoff drunter. Ach, du meinst Form follows Function so ein bisschen? Nee, ist gut gemacht. Also was mir gefällt ist, an dem Bus, es gibt ja viele, die sagen, ich will keine weiße Ware haben, sondern ich möchte einen individuellen Bus haben, der mal ein bisschen anders ist. Alle haben, ich sag mal so Teildekor in verschiedenen Farben mit allem drum und dran und ihr geht ja mit dem Grau da ganz neue Wege. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz neu, das sind Farben, die haben wir jetzt auch schon länger im Angebot, aber ich kann auch, wer es beige haben will, kann es auch in beige haben. Also wie gesagt, Ach so, geht auch. Wir haben 5 verschiedene Stoffvarianten für das Fahrzeug. Ja, ich glaube, die meistverkaufte Farbe ist immer noch beige, oder? Die meistverkaufte ist immer noch beigebraun, das stimmt, ja. Das ist so. Ja, Holz, das ist ja auch so ein Thema. Können wir uns eine Stunde drüber unterhalten, ja? Mit welcher Holzfarbe geht man ran? Geht man überhaupt mit Holz ran? Ist immer Geschmackssache. Ich meine, wir haben jetzt da eigentlich schon klassisch frisches Design, sage ich jetzt mal. Es ist Holz mit weiß Oberschränken kombiniert. Das ist schön mit den Oberschränken, ja. Ist optisch rund, das Fahrzeug. Ist geschmackvoll gemacht, schaut nicht billig aus. Es ist alles da, wo es sein muss. Ist denn dann noch Geld verdient an dem Auto, wenn das so für 56 über den Tisch geht und dann die Ausstattungsqualität hat? Ja, sicher muss. Klar, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben viele Leute zum Zahlen. Der ist made in Germany quasi, der Ausbau? Nee, wir sind ein deutscher Hersteller. Knaus Tabbert Gruppe ist der Hauptsitz in Jandelsbrunn. Und das ist in Niederbayern, hinter Passau, das die Hauptzentrale. Wir haben aber mehrere Produktionsstandorte.
In Deutschland und aber auch in Ungarn. In Ungarn haben wir derzeit die modernste Kastenwagenproduktion in der Branche. Die sitzt in der Nähe von Budapest und da werden auch die Fahrzeuge gebaut. Das ist ja kein Nachteil mehr, muss man dazu sagen. Denn ich sag mal, das Wichtige ist ja, dass es funktioniert, dass die Wege kurz sind. Also ich glaube, ihr fertigt wahrscheinlich auch just in time mit den Lieferketten. Wir fertigen auftragsbezogen. Ja. Jedes Auto, wo bei uns gebaut wird, ist auch verkauft. Ja, was ich toll finde, ist hier oben das Hubbett. Ich dachte zunächst, als ich das Dach gesehen hätte, wenn man denn jetzt hier innen steht, dann sieht man erstmal die Funktionalität. Ja, also ich kann es auch einfach mal vorführen. Das ist von der Bedienung her relativ easy. Ich ziehe das einmal nach hinten und habe dann da oben eine richtig große Liegefläche. Krass. So, da ist eine kleine Leiter wahrscheinlich dabei. Ihr habt es geschafft, trotz dem Hubbett ist es noch hell drin. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Also wir haben eine große Dachluke oben drüber, wir haben links und rechts ein Fenster, wir haben auf Wunsch auch das Panoramafenster noch zusätzlich für vorne. Ich liege schön hoch oben, kann dann wirklich in der Nacht mal über den ganzen Campingplatz schauen oder aufs Meer raus, je nachdem, wo ich stehe. Ist eine richtig coole Sache da oben. Die Kiddies haben einen riesen Spaß, wenn sie oben liegen. Und viele Fenster, das ist, glaube ich, auch wichtig. Wenn es mal so richtig heiß ist, man will mal durchlüften. Richtig Luft. Und der nächste große Vorteil von dem Bett ist, wenn ihr jetzt mal schaut, gut, ich bin jetzt kein Riese, ich bin jetzt 1,70 Meter, ich kann da problemlos noch drunter stehen, aber der Vorteil ist halt echt mal, wenn Familien fahren, die Eltern können wach bleiben, die Kinder können schon schlafen und ich kann trotzdem drunter noch mein Weinchen trinken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute sich ein klein wenig aus dem Weg gehen können, auch die Familien, dass mal einer sagen kann, mir geht es vielleicht nicht so gut, ich will einfach mal meine Ruhe haben, ich kann mich einfach mal nach oben legen. Das ist gut. Und das auf der Größe. Genau. Und dann haben wir halt da oben auch noch zusätzlich für die Kids wirklich mal eine Ladebuchse, dass sie ihr Tablet laden können. Wir haben links und rechts Ablageflächen. Sie können ihr Getränkfläschchen oben abstellen. Schön. Ja, großer Vorteil gegenüber natürlich einem, ich sag mal, Zeltdach, was oben drauf ist, ein Aufstelldach. Ich kann es im Winter benutzen. Ihr habt ja schon drüber gesprochen, das ist winterfest, war das der? Ist winterfest, genau, richtig. Genau. Und ich kann damit wirklich dann mal einen Skiurlaub fahren. Klar. So. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Erfolg. Vorher würde ich gerne mal ganz kurz das Bad sehen, dass wir das einmal mal zeigen. Und dann hätte ich noch 1, 2 Fragen, wie das denn so ist als Produkt. Ich schiebe jetzt einfach mal das Bett wieder weg. Warte, ich zeig das mal. Wieder schön filmen. Und dann, weiß ich nicht, schaust du am besten mal selber rein. Ja, gerne. Ich bräuchte eine kleine Erklärung. Die Toilette da, wo sie sein soll? Genau, Toilette da. Vorteil jetzt von der Naszelle, die ist von der Tiefe her so, dass man bequem drauf sitzen kann und trotzdem die Tür schließen kann. Also auch für Großgewachsene ist da kein Problem vom Platz her. Beine, das ist das große Thema. Genau. Ja, genau. Und die habe ich da. Oben drüber ein kleines Handwaschbecken, dann habe ich da ein Schwenkbrettchen. Das hier habt ihr unglaublich gut mit dem Licht gelöst. Also viele Bäder haben zu wenig Licht. Ja, gut, es ist hell. Wir haben einmal Deckenleuchte, zusätzlich dann Ambientebeleuchtung. Es ist ein Paket, es ist eine extra Sonderausstattung. Aber dann habe ich natürlich auch Ambientebeleuchtung in der Naszelle. Wenn du jetzt nach hinten in die Ecke schaust, unterhalb vom Fenster haben wir ein Schwenkbrettchen. Das lässt sich rausdrehen. Dann habe ich da ein zusätzliches... Warte, ich komme mal kurz raus. Ja. Ein Schwenkbrettchen. Ein kleines Schwenkbrettchen. Das kann ich hier drauf ablegen. Das ist das Waschbecken. Nee, Waschbecken ist da, ja. Da liegen jetzt bloß die Stöpsel von der Dusche drin. Aber ich habe hier unten ein kleines Ablagefach, wo ich meine Bürsten und was weiß ich reinlegen kann. Damit die nicht rumfliegen. Die Chefin kann ihre Schminktäschchen da abstellen, kann sie schick machen, hat eine Ablagefläche zusätzlich. Ist eine Kleinigkeit, ein Gimmick, aber es ist halt drin bei uns. Wenn es nicht braucht, klappt es zu, ist das Zeug Es sieht doch, das Holzstück, wie das da liegt, das sieht aus, als wäre es fast massiv. Ist es massiv? Nee. Ja, das ist Pappelholz. Ja. Okay. Dann haben wir in der Wand Ablagefächerchen für Krimskrams, was man dabei hat, das auch gesichert, das nicht rausfallen kann über Gummischnüre. Wir haben hier unten drunter Staufach. Wir haben Toilettenrollenhalter. Die Toilettenrolle passt hier rein, das Papier kann ich einfach da drüber tun, dann kann ich wieder zumachen, dann brauche ich bloß abziehen. Wir haben einen großen Spiegel drin, wir haben einen Handtuchtrockner oder wirklich mal, wenn schlecht Wetter ist, nasse Jacken, kann ich hier reinhängen, der Raum ist mitgeheizt, es kann auf die Duschwanne abtropfen, die Sachen, und ich kann es trocknen lassen hier drin und habe die ganze Feuchtigkeit nicht im Auto. Also was ziemlich beeindruckend ist, ist die Stehhöhe in der Dusche. Also viele Duschen sind nicht groß genug, also gerade großgewachsene. Genau, die haben hier überhaupt kein Problem bei dem Fahrzeug.
Genau, wenn du gerade so lieb bist, den Arm mal hoch machst, dass man ungefähr mal sieht, du kommst gerade so dran. Ja, also ich denke jetzt mal, das werden so 2 Meter sein, Fingerspitze von mir. Mehr, es ist mehr. Also es ist wirklich riesig. Und das heißt, ich kann hier richtig duschen. Man kann Also da großer. aufrecht stehen als groß. Genau, richtig. Toll. Ja, dann natürlich die Fahrzeugtechnik, die ihr eingebaut habt. Truma Dieselheizung gibt es als Option. Die gibt es optional, da ist serienmäßig die Gasheizung drin. Ist das ein Thema, was kommt, Diesel? Als Heizung? Das ist Kundenwunsch. Okay, das könnt ihr so nicht sagen, oder? Gell? Nee, wie es der Kunde haben will. Also wir können beides anbieten. So, der Möbelbau, wir sind eben noch mal kurz drauf eingegangen. Das ist ja auch jetzt in der Küche natürlich besonders wichtig, dass alles am richtigen Platz ist. Das Wichtigste ist bei der Küche schon mal, ich habe Der einen 95 Liter Kühlschrank und Ja. der ist auf Augenhöhe. Warte nochmal, ich zeig das mal komplett. Das heißt, du stehst gerade? Genau, ich stehe. Ich muss nicht auf die Knie runter, wenn ich im Kühlschrank schauen mag. Ich habe einen großen Kühlschrank auf Augenhöhe und kann einfach reinschauen. Und es ist ein Kompressorkühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank mit 95 Liter Volumen. Ich kriege bei dem Fahrzeug auch auf Wunsch einen 150 Liter Kühlschrank. Das ist dann ein richtig großer. Okay, Strom heißt das. Ihr habt das geprüft, der ist mittlerweile so gut isoliert, das geht mit 12 Volt problemlos, oder? Das ist kein Problem. Kompressorkühlschrank ist nach wie vor der beste Kühlschrank. Ich schalte ihn ein, der funktioniert und kühlt. Wie zu Hause. Wie zu Hause. Ja, hier vorne. Möbel in Vollkorpusbauweise, hast du es eben erwähnt, mit Dübeltechnik. Das heißt, Also Knarren und Klappern. Das ist genau. bei ganz Die sind vielen. Verbindung. Man hat mit so einem Fahrzeug, wenn man fährt, immer Verbindung. Ja. Und dann ist halt blöd, wenn da irgendwelche Möbelteile sich bewegen werden. Und darum ist bei uns alles noch mit Dübeln zusätzlich verstärkt. Gut, das ist natürlich auch kostbar. Das heißt also, das geht wahrscheinlich in die Produktionszeit. In der Sicher. Automobilbranche ist jeder Euro, den muss man dreimal rumdrehen, nehme ich an, oder? Ist ganz klar, aber ich sage jetzt mal so, wenn man sich als Endkunde so ein Fahrzeug kauft, man kauft sich das nicht bloß für 1-2 Jahre. Das ist Man richtig. hält so ein Fahrzeug länger und dann soll es auch robust sein, das Fahrzeug, lange halten. Was krass ist, sind die Wiederverkaufswerte. Die Leute gucken schon, was sie kaufen, oder? Also ich denke, wenn das ein Weinsberg ist, Die haben so gut wie keinen Wertverlust. Also wenn man da mal schaut am Gebrauchtmarkt, was wirklich da ein 3-jähriges Fahrzeug kostet, da ist nicht viel hin zum Neuen. schön ist auch hier die Schienen, wie offen die sind, dass man dann sehen kann, was ihr da verbaut habt. Das sind Aluschienen, oder? Aluschienen. Die sind aus dem Stück gefräst, oder wie habt ihr das gemacht? Ja, das sind Profile, die für uns gemacht werden, die werden gebogen. Ah. Nee, es sieht auf jeden Fall martialisch aus. Also man hat richtig ein gutes Gefühl dabei. Ja. So, also normalerweise bin ich ja immer kritisch, ja, aber ist irgendwie schwer, hier was zu finden, oder? Ja, ich meine, du kannst gerne suchen. Also ansonsten, wir haben große Schubladen, wir haben Besteckablagen mit drin. Wir sind der einzigste Hersteller am Markt, der ein BWT Frischwasserfilterabwerk mit anbietet. Wenn du es mir kurz erklärst, was der macht. Im Prinzip, der filtert die ganzen Ablagerungen, Schmutze, Bakterien bis zu 98% aus dem Wasser. Ich brauche keine Chemie mehr mit in Frischwasser. Chlor? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr. Das Nee, heißt, das alles genau, über alles da drin. BWT Frischwasserfilter. Und der ist natürlich zu wechseln von Zeit zu Zeit. Der ist zum Wechseln, also eigentlich alle halbe Jahre. Also sprich, je nachdem wie oft man fährt, hat dann 1-2 Mal die Saison. Und der sitzt wo, der Filter? Der Filter ist hier unten. Also auch, wenn ich jetzt schaue, ich habe jetzt hier das Überbrückungsrohr. Selbst wenn unterwegs der Filter mal dicht werden sollte, was ja passieren kann, weil dann hat der Filter seine Arbeit gemacht, wenn er zumacht und den Schmutz rausgefiltert, dann setzt er sich zu. Achso, da. Und selbst wenn ich unterwegs bin und keinen Ersatz habe, dann gehe ich einfach her, hier an der Seite klipst das Verbindungsrohr drin, stecke das da wieder an, habe da die Absperrhähne und dann kann ich das Anlage benutzen, aber auch ohne Filter. Ja. Ansonsten sitzt der hier. Wenn ich mal kurz fragen darf, das Stecksystem, was ihr da verwendet, ja, das sieht ja ziemlich fragil aus, aber ihr würdet es ja wohl nicht verwenden, wenn es... Nee, das sind Kunststoffleitungen, das ist alles... Das ist Hightech, oder? Ja, da kann man nicht viel kaputt machen. Nein, ich habe das so noch nie gesehen, weil ich oft so Morelos und so drehe, die sind natürlich Feuerwehrtechnik, die da einbauen. Das sieht so klein und leicht aus, aber das funktioniert hervorragend. Ja, ich meine, es ist ein Filter, der wo praktisch dazwischen sitzt. Nee, ich meine hier die... reingeklipst. ich meine jetzt die Rohrleitung, dass die... Aber die Rohrleitung, die kriegst nicht kaputt. Okay. Nee, es sieht so ein klein wenig fragil aus, aber stark. Also ich bin ganz beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, Runter, wenn ich jetzt bitte? reinschaue. Hier sitzt die Gasheizung bei uns in der Front. Ja. Weil wir brauchen die Heizung hier vorne in dem Bereich, wo die Energie auch benötigt wird. Ja. Sprich, ich habe hier vorne in dem Bereich im Fahrzeug 8 Warmluftausströmer.
Weil es bringt mir nichts, wenn ich die Heizung hinten habe, eine Nasszelle, wo dann 60 Grad drin ist und hier vorne kriege ich kalte Füße. Das ist der Grund, warum man die gebaut hat. Das heißt, die Luft kühlt ja relativ schnell ab, wenn man sie transportiert? Richtig. Darum haben wir die Heizung hier vorne, wo ich es auch warm brauche. Zentral. Und zusätzlich haben wir dann gleichzeitig sind wir hergegangen, haben das Podest hier vorne in dem Bereich die Warmluftschläuche drunter durchlaufen lassen. Podest mitgeheizt. Ich habe auch beim Wintercamping hier keine kalten Füße. Temperierter Zwischenboden, also fast eine Alde. Ist es nicht, es ist eine Warmluftheizung. Spaß. Aber man kriegt keine kalten Füße, wenn man hier sitzt. Ich glaube, es ist ein mega Argument für viele, die Wintercamping machen, die kalte Füße haben. Also das ist für stark. Zusätzlich habe ich hier auch noch Heizungsausströmer vorne links und rechts, dass ich vorne das Führerhaus auch mitheizen kann, wo ich davor blasen lassen kann. Im hinteren Bereich genug Warmluftausströmer. Also hier wird es einen nicht frieren in dem Auto. Aber wenn es jetzt gerade in die Richtung filmst, ich weiß nicht, ob da was auffällt. Warte, ich guck mal. Da ist nichts. Ich setze mich jetzt mal hin. Nee. Merkst du was? Ja, da fehlt was. Ja, eben nicht. Ach so, ihr habt das wegen der Messe nicht montiert, das Bein. Nee. Wir nennen den Comfort Entry Tisch. Und zwar, wir haben einen fußlosen Tisch verbaut in den Fahrzeugen. Ich gehe mal ganz kurz hin, was bedeutet, aber ich sag mal, Hebelkräfte treten da ja auf, wenn da mal ein Kind versehentlich mal draufstürzt. Ist kein Problem. Ich kann da 40 Kilo draufpacken auf den Tisch. Ich habe auch hier meine S-Verlängerung für den Beifahrersitz. Der Hebel wird noch schlimmer. Dann wird der Hebel noch schlimmer, aber selbst hier kann ich noch mit 15 Kilo drauf gehen. Aber ich habe kein störendes Tischbein. Ich kann bequem rein und raus. Ja, ich zeig das mal komplett. Ich glaub's ja nicht. Ein Tisch ohne Tischbein. Ja, das ist im Prinzip eine Kragarm-Technologie, wie so Kräne, die an der Hauswand befestigt werden. Selbe Technik haben wir hier auch verbaut in dem Fahrzeug. Großes Kino. Also mich wundert immer der Preis, weil ich sag mal, wenn ich jetzt so reinschaue, guck jetzt mal in die Originalhersteller, die auch Wohnmobile bauen, da, klar. Ich meine, das ist halt Weinsberg, Preis-Leistung stimmt halt einfach bei den Fahrzeugen. Super. Ihr habt ein ganz großes Netz an Händlern. Ich habe gehört, es gibt den Teilintegrierten, das war hier der meistverkaufte auf der Messe letztes Jahr, ja, bei Weinsberg. Weinsberg Pepper, der Pepper. Richtig. Das ist der meistverkaufte Teilintegrierte in ganz Europa, aber die letzten Jahre schon ist der Weinsberg Pepper, wenn man in den teilintegrierten Bereich geht. Ja, krass. Das heißt also auch die Verdunklung, die ist hier mit drin. Ja, das ist je nach Paket der Ausstattung. Ihr seht ja, wir haben Auswahlmöglichkeiten für die Kunden. Noch und nöcher, was sie gern haben wollen oder auch nicht brauchen, lassen sie halt weg. Wenn du mal gerade so lieb bist, nochmal mit mir mitkommst raus. Ich würde dich gerne was fragen zu den Farben, wie man ihn kriegt. Es gibt nur eine Ausstattung von der Außendarstellung oder kann man verschiedene Farben ordern? Ihr könnt die Farbpalette, was Fiat bringt, kann man ordern. Ich kann auch das Dach dann in den verschiedenen Fahrzeugfarben haben. Das geht. Okay, das heißt, wie es der Kunde haben will. Oft ist das ja so, dass die Kunden gerne das haben möchten, was genau auf der Messe steht, weil die Farbkombination gut gewählt ist, die Dekoraufkleber passen. Ist das hier, das kommt gut an, was hier steht? Das kommt gut an, ja. Zeig das mal gerade. Ja, toll. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte gerne. Und ja, ich wünsche dir nochmal viel Erfolg. Ich denke, wir sehen uns nochmal wieder. Dann drehen wir vielleicht nochmal ein, zwei andere Fahrzeuge. Aber das ist ein echter Hingucker, wenn man denn die Höhe hat. Man muss ein bisschen aufpassen, oder? Bäume und Brücken und Tiefgaragen. Einmal geht immer und den Rest merkt man dann. Aber ich sage jetzt mal, gut, es ist über 3 Meter das Fahrzeug, da braucht man nicht reden. Aber es bringt halt dafür Vorteile innen drin. Wenn ich jetzt nicht zu viert fahre, keine Familie dabei habe, dann brauche ich so eine Höhe auch nicht. Dann kann ich auch. Es macht aber trotzdem Spaß, weil allein die Raumhöhe. Es ist halt schon cool, das Fahrzeug. Ja. Ja, vielen Dank, Stefan. Bitte gerne. Ich zeige es nochmal gerade. Der Carabus 600 MQH, wie er hier ausgestellt ist. Ja, Ausstellungsfahrzeug inklusive Mehrwertsteuer 56.223 Euro. Die Mehrwertsteuer ist auch schon drin. Da ist er. Tschüss.